Lektion 1. Strandpläne. Ich kann es kaum erwarten, die malerischen Städte zu erkunden. Unbedingt. Sie sind voller Charakter und Charme. Und ich freue mich darauf, am Strand zu entspannen. Ein perfekter Plan. Der Strand kann so verjüngend sein. Gibt es besondere Strände, die du empfehlen würdest? Schauen Sie sich auf jeden Fall die ruhigen Strände abseits der Menschenmassen an. Ich liebe den Klang davon. Eine friedliche Umgebung ist ideal. Ich stimme zu. Es ermöglicht die richtige Entspannung und den Genuss. Ich werde sicherstellen, dass ich diese zu meiner Reiseroute hinzufüge. Lektion 2. Essensauswahl. Zum Mittagessen nehme ich wohl das Truthahn-Sandwich. Das klingt nach einer guten Wahl. Es ist immer befriedigend. Was ist mit dir? Was wirst du haben? Ich denke über einen Salat nach. Etwas Leichtes und Erfrischendes. Ein Salat ist eine gesunde Wahl. Stecken Sie etwas Besonderes hinein? Ich könnte Feta und ein paar Walnüsse für zusätzlichen Geschmack hinzufügen. Oh, das klingt köstlich. Danke. Die Kombination ist herrlich. Das werde ich beim nächsten Mal versuchen müssen. Lektion 3. Geschichte des Frauensports. Ich habe über die Herausforderungen nachgedacht, vor denen Sportlerinnen stehen. Ja, Frauen im Sport haben im Laufe der Jahrzehnte bedeutende Fortschritte gemacht. Billie Jean King und Martina Navratilova stechen in der Geschichte hervor. Unbedingt. Sie waren Pioniere für Frauen im Sport. Ihr Engagement und ihr Talent haben die Wahrnehmung immens verändert. Es ist inspirierend zu sehen, wie weit der Frauensport gekommen ist. Es gibt jedoch noch viel zu tun. Definitiv. Die Gewährleistung der Gleichstellung im Sport ist von entscheidender Bedeutung. Wir müssen Sportlerinnen weiterhin in jeder Hinsicht unterstützen. Lektion 4. Unerwartete Käufe. Ich habe letzte Woche impulsiv ein neues Gerät gekauft. Oh, wirklich? Was hast du gekauft? Ein schicker Mixer. Ich dachte, das würde mein Kochspiel verändern. Das klingt aufregend. Hast du es schon benutzt? Noch nicht, aber ich hoffe, es wird dem Hype gerecht. Nehmen Sie sich Zeit, um über die Funktionen nachzudenken. Du hast recht. Ich sollte mich nicht zu neuen Einkäufen beeilen. Genau. Sich Zeit zu nehmen kann verhindern, dass man es später bereut. Das werde ich bei zukünftigen Einkaufstouren berücksichtigen. Lektion 5. Die Gegenwart genießen. Ich denke viel zu oft darüber nach, was auf mich zukommt. Ja, es ist leicht, sich in zukünftige Sorgen zu verwickeln. Ich nehme mir nicht die Zeit, den Tag zu genießen, an dem ich lebe. Es ist wichtig, den gegenwärtigen Moment zu schätzen. Wie schaffst du es, auf dem Boden zu bleiben? Ich praktiziere täglich Dankbarkeit. Das hilft mir, mich auf das Gute zu konzentrieren. Das ist eine großartige Technik. Das sollte ich auch versuchen. Du wirst Freude an den kleinen Dingen um dich herum finden. Ich werde mich besser bemühen, die Gegenwart anzunehmen. Lektion 6. Fokus auf die Regierung. Ich hoffe auf jeden Fall, dass sich die neue Regierung darauf konzentriert, die dringenden Probleme anzugehen, mit denen unser Land konfrontiert ist. Das ist eine faire Hoffnung. Welche Themen beschäftigen Sie am meisten? Ich glaube, das Gesundheitswesen sollte oberste Priorität haben. Ja, eine erschwingliche Gesundheitsversorgung ist für alle unerlässlich. Und Bildungsreformen sind ebenso wichtig, finden Sie nicht? Unbedingt. Investitionen in Bildung prägen die Zukunft.
Ich würde mir auch mehr Unterstützung für Initiativen im Bereich der psychischen Gesundheit wünschen. Das Bewusstsein für psychische Gesundheit ist entscheidend für das allgemeine Wohlbefinden. Es wird interessant sein zu sehen, wie Sie diese Herausforderungen angehen wollen. Lektion 7. Kanäle erkunden. Ich würde gerne die Kanäle der Stadt erkunden. Auf diese Weise können wir die Stadt von einer anderen Seite sehen. Das klingt nach einem einzigartigen Erlebnis. Kennst du irgendwelche Touren? Ja, es gibt geführte Bootstouren, die interessante Geschichte vermitteln. Wie entzückend. Wie sieht es mit der Unterkunft aus? Gibt es irgendwelche Vorschläge? In der Nähe gibt es bezaubernde Hotels am Wasser. Das klingt perfekt. Ich hoffe, Sie haben eine tolle Aussicht. Die meisten tun es. Sie werden es genießen, in einer wunderschönen Landschaft aufzuwachen. Ich werde auf jeden Fall bald versuchen, einen Platz zu buchen. Lektion 8. Hüttenretreat. Lassen Sie uns nach Kabinen in der Nähe für unseren Kurzurlaub suchen. Das klingt herrlich. Eine gemütliche Kabine wäre perfekt. Sollen wir vor der Buchung die Wettervorhersage überprüfen? Ja, es wird uns helfen, unsere Aktivitäten mit Bedacht zu planen. Ich möchte nicht von unerwartetem Regen erwischt werden. Einverstanden. Ein sonniges Wochenende klingt ideal für uns. Ich hoffe, es sind Kabinen verfügbar. Ich werde online suchen und einige Optionen für uns finden. Klingt nach einem Plan. Ich kann das Retreat kaum erwarten. Lektion 9. Muffin oder Scone? Ich bin hin und her gerissen zwischen einem Blaubeermuffin und einem Himbeerscone. Beides klingt köstlich. Welches bevorzugst du? Das ist das Dilemma. Ich mag beide Geschmacksrichtungen. Vielleicht könntest du einen von beiden ausprobieren? Das ist eine geniale Idee. Warum nicht beides genießen? Genau. Gönnen Sie sich etwas, wenn Sie können. Ich werde diesen Rat auf jeden Fall annehmen. Essen macht auch immer mehr Spaß, wenn es geteilt wird. Wie wahr? Ich bringe meine Leckereien mit, um sie mit dir zu teilen. Lektion 10. Einblicke in das Marketing. Hallo, haben Sie letzte Woche am Wirtschaftsseminar teilgenommen? Ja, habe ich. Es war ziemlich aufschlussreich. Ich fand die Redner sehr ansprechend. Ich stimme zu. Sie teilten faszinierende Marketingstrategien. Fanden Sie einen bestimmten Ratschlag hilfreich? Ja, das Segment über digitale Marketingtrends hat die Augen geöffnet. Das habe ich auch bemerkt. Es ist entscheidend für unser Wachstum. Ich werde versuchen, diese Strategien in meiner Arbeit umzusetzen. Das Gleiche hier. Es fühlt sich toll an, neues Wissen zu erlangen. Lektion 11. Bildung und Lernen. Die Universitäten im Süden der Vereinigten Staaten errichteten unvergleichliche Lernzentren. Ja, sie haben sich auch darauf konzentriert, öffentliche Schulen für alle zu öffnen. Es ist inspirierend zu sehen, dass Bildung Priorität eingeräumt wird. Bildung ist ein Grundrecht. Jeder verdient Zugang. Ich frage mich oft, wie sich die Bildungssysteme von Land zu Land unterscheiden. Das wäre ein interessanter Vergleich, den es zu erkunden gilt. Hast du aber irgendwelche internationalen Schulen besucht? Noch nicht, aber ich würde gerne mehr über sie erfahren. Vielleicht könnten wir gemeinsam Informationen sammeln. Lektion 12. Die Vorteile der Zusammenarbeit. Hervorragend. Ich denke, eine Zusammenarbeit könnte unseren beiden Organisationen zugutekommen. Ich stimme vollkommen zu. Zusammenarbeit führt oft zum Erfolg. Wie stellen Sie sich die weitere Entwicklung dieser Partnerschaft vor?
Wir können unsere Ressourcen und unser Fachwissen kombinieren. Das klingt vielversprechend. Was sollte unser erster Schritt sein? Ich schlage vor, dass wir unsere Ziele skizzieren, bevor wir weitermachen. Ein klarer Plan wird uns sicherlich helfen, alle Herausforderungen zu bewältigen. Ja. Kommunikation wird während des gesamten Prozesses von entscheidender Bedeutung sein. Ich freue mich darauf, gemeinsam etwas Tolles zu schaffen. Lektion 13. Historische Reflexion. Im Süden der Vereinigten Staaten wurde die Sklaverei in den 1860er Jahren während des Bürgerkriegs beendet. Ja, das war ein kritischer Wendepunkt in der Geschichte. Es ist kaum zu glauben, wie neu das war. In der Tat. Einige Länder wie Brasilien brauchten länger, um es abzuschaffen. Es unterstreicht wirklich den globalen Kampf für Menschenrechte. Ja, und die Lehren aus der Geschichte prägen unsere Gegenwart. Wir müssen die Diskussionen über Gleichheit heute fortsetzen. Unbedingt. Es gibt noch viel zu tun. Sensibilisierung und Bildung sind für den Fortschritt unerlässlich. Lektion 14. Zahlungsmethoden. Natürlich. Wir akzeptieren alle gängigen Kreditkarten. Das ist großartig. Das macht das Bezahlen für alle bequem. Kann ich bitte deine Karte haben? Ganz gewiss. Hier ist es. Danke. Dies wird dazu beitragen, den Prozess zu beschleunigen. Ich weiß zu schätzen, wie reibungslos das abläuft. Wir bemühen uns, jedes Erlebnis angenehm zu gestalten. Es zeigt sich auf jeden Fall. Guter Service macht den Unterschied. Ich hoffe, du kommst bald wieder. Lektion 15. Reservierungsanforderungen. Wenn ich eine Unterkunft finde, die alle meine Anforderungen erfüllt, werde ich sie buchen. Das klingt schlau. Irgendwelche speziellen Annehmlichkeiten, nach denen Sie suchen? Ich würde einen ruhigen Ort mit Aussicht bevorzugen. Das würde Ihren Aufenthalt sicherlich verbessern. Ich benötige auch einige grundlegende Kücheneinrichtungen. Gute Idee. Es ermöglicht Ihnen, Ihre Mahlzeiten zuzubereiten. Ich hoffe, ich finde etwas, das alle Kriterien erfüllt. Sie verdienen einen komfortablen und angenehmen Aufenthalt. Danke. Ich werde sofort mit der Suche beginnen. Lektion 16. Die Freude an Musik und Kunst. Ich habe gerne Gitarre gespielt. Wie steht's mit dir? Ich habe Musiker immer bewundert. Wie bist du zum Spielen gekommen? Es begann als Hobby, wurde aber schnell zu meiner Leidenschaft. Das ist wunderbar. Hast du irgendwelche Songs komponiert? Ja, hier und da ein paar Texte. Aber sie brauchen Arbeit. Ich wette, sie sind besser, als du denkst. Danke. Was ist mit dir? Hast du irgendwelche Kunstformen erforscht? Ich habe vor kurzem angefangen zu malen. Es ist ziemlich befreiend. Malen klingt herrlich. Was malst du am liebsten? Lektion 17. Vorbereitung auf Einwände. Schließlich habe ich Antworten auf mögliche Einwände vorbereitet, die sich daraus ergeben könnten. Das klingt proaktiv. Mit welchen Einwänden rechnen Sie? Hauptsächlich Bedenken hinsichtlich des Budgets und des Zeitplans. Sehr häufige Probleme. Wie werden Sie sie angehen? Ich habe vor, klare Daten und Beispiele vorzulegen, um meine Argumente zu untermauern. Diese Strategie scheint wirksam zu sein. Es ist wichtig, transparent zu sein. Genau. Ich möchte sicherstellen, dass sich jeder gehört und verstanden fühlt. Du bist auf dem richtigen Weg. Kommunikation ist der Schlüssel. Ich hoffe wirklich, dass dieses Treffen gut verläuft. Lektion 18. Tägliches Üben.
Ich beginne mit 10 Minuten am Tag und steige schrittweise auf 20 bis 30 Minuten. Das klingt nach einem soliden Verbesserungsplan. Was übst du? Ich arbeite an meinen Gitarrenkünsten. Wie messen Sie Ihre Fortschritte? Ich nehme mich selbst auf, um zuzuhören, um meine Technik zu verbessern. Das ist eine hervorragende Möglichkeit, das Wachstum zu verfolgen. Ja, es hilft, Bereiche zu identifizieren, auf die ich mich mehr konzentrieren muss. Beständigkeit ist der Schlüssel zur Beherrschung jeder Fähigkeit. Ich stimme zu. Ich werde mich ständig selbst herausfordern. Lektion 19. Auswirkungen auf soziale Medien. Ich stimme zu. Ihre Nutzung von Social-Media-Plattformen ist lobenswert. Ja, Sie sprechen erfolgreich ein breites Publikum an. Es ist faszinierend, wie schnell sich Informationen heutzutage verbreiten. In der Tat. Soziale Medien können ein leistungsstarkes Instrument für Verbindungen sein. Ich frage mich, wie sich das auf die Wahrnehmung von Marken durch die Menschen auswirkt. Es prägt definitiv Meinungen. Transparenz ist online unerlässlich. Stimmt. Authentisches Engagement fördert Vertrauen. Unternehmen müssen auf die Bedürfnisse ihres Publikums hören. Unbedingt. Effektive Kommunikation ist entscheidend für Wachstum. Lektion 20. Zusammenkochen. Probiere dieses Rezept aus. Wie sollen wir anfangen? Nun, lassen Sie uns zuerst Mehl, Hefe und Wasser mischen. Das klingt einfach genug. Sollte ich die Inhaltsstoffe abmessen? Ja, genaue Messungen sind entscheidend für den Erfolg des Backens. Sollen wir es nach dem Mischen gehen lassen? Genau. Es ist wichtig für die Textur, ihm Zeit zum Aufgehen zu lassen. Wie lange müssen wir warten? Ungefähr 1 Stunde sollte reichen. Perfekt. Ich bereite die anderen Zutaten zu, während wir warten. Lektion 21. Nutzen Sie Digital Detox. Ohne Ablenkungen können wir unsere Umgebung wirklich genießen. Genau deshalb ist eine digitale Entgiftung so wohltuend. Ich finde es erfrischend, ab und zu den Netzstecker zu ziehen. Ich auch. So kann ich mich auf das konzentrieren, was am wichtigsten ist. Hast du bald einen Detox-Tag geplant? Hab ich. Ich habe vor, einen Tag in der Natur zu verbringen. Das klingt ideal. Die Natur wirkt beruhigend. Unbedingt. Außerdem hilft es, die Kreativität wieder aufzuladen. Ich werde in Betracht ziehen, dich an deinem Entgiftungstag zu begleiten. Lektion 22. Eine historische Debatte. In den westlichen Teilen der Vereinigten Staaten gab es bedeutende Debatten. Ja, Lincoln führte mehrere berühmte Debatten gegen einen Unterstützer der Sklaverei. Das war ein entscheidender Moment in der Geschichte. In der Tat. Die Diskussionen beeinflussten die Zukunft der Nation. Ihre Argumente waren schlagkräftig und wegweisend. Es ist faszinierend zu studieren, wie solche Debatten die Gesellschaft geprägt haben. Ich bewundere Lincolns Engagement für Bürgerrechte. Er sah sich mit großem Widerstand konfrontiert, blieb aber standhaft in seinem Glauben. Die Geschichte zeigt uns oft, wie wichtig Mut in der Führung ist. Lektion 23. Reisewünsche. Ich freue mich. Absolut. Ich habe ein paar Ziele recherchiert. Das ist fantastisch. Was hattest du im Sinn? Ich denke über eine malerische Küstenstadt nach. Hört sich toll an. Was reizt dich an dieser Gegend? Die atemberaubende Aussicht und die frischen Meeresfrüchte sind verlockend.
Mit Küstenstädten kann man nichts falsch machen. Ich stimme zu. Das Meer hat eine so beruhigende Präsenz. Außerdem gibt es oft unterhaltsame Aktivitäten, die Sie genießen können. Ich kann es kaum erwarten, alles zu erleben. Lektion 24. Getränkeoptionen. Zum Mittagessen möchte ich eine Flasche Mineralwasser bestellen. Das klingt erfrischend. Ich mag auch Mineralwasser. Es passt gut zu vielen Mahlzeiten. Irgendwelche anderen Getränkevorschläge? Wie wäre es, frische Limonade zu probieren? Sie ist sehr beliebt. Das klingt verlockend. Ich liebe einen guten Zitrusgeschmack. Für einen Twist könnten wir es sogar mit etwas Minze mischen. Das wäre herrlich. Sollen wir beide bestellen? Unbedingt. Abwechslung ist immer eine gute Idee. Ich kann es kaum erwarten, unser gemeinsames Essen zu genießen. Lektion 25. Sportliche Herausforderungen und Beiträge. Die Herausforderungen für den Sport waren im Laufe der Jahrzehnte erheblich. Ja, und namhafte Sportlerinnen standen vor vielen Hindernissen. Billie Jean King zum Beispiel hatte einen großen Einfluss. In der Tat. Sie kämpfte für Gleichberechtigung im Sport. Martin Navratilova ist eine weitere inspirierende Figur. Unbedingt. Ihre Beiträge zur Gleichstellung der Geschlechter sind bemerkenswert. Ihr Engagement inspiriert auch heute noch viele. Ich hoffe, die nächste Generation lernt aus ihrem Erbe. Solche Pioniere ebneten den Weg für zukünftige Athleten. Lektion 26. Gartengespräche. Welche Pflanzenarten bauen Sie hauptsächlich an? In meinem Garten baue ich hauptsächlich Kräuter und Gemüse an. Das klingt herrlich. Welche Kräuter empfiehlst du Anfängern? Basilikum und Rosmarin sind eine gute Wahl. Sie sind einfach zu handhaben. Ich liebe es, Basilikum beim Kochen zu verwenden. Wie wäre es mit Gemüse? Tomaten und Paprika sind sehr lohnend. Ich wollte schon immer Tomaten anbauen. Irgendwelche Tipps? Sorgen Sie für viel Sonnenlicht und gießen Sie sie regelmäßig. Das werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Frische Tomaten schmecken unglaublich. Lektion 27. Wohnungssuche. Ich bin auf eine Wohnung mit 3 Schlafzimmern zur Miete in der Innenstadt gestoßen. Wirklich? Das klingt interessant. Was ist der Preis? Es sind $450 pro Monat. Das ist durchaus vernünftig für die Innenstadt. Was ist mit den Annehmlichkeiten? Es verfügt über ein Fitnesscenter und eine Dachterrasse. Beeindruckend. Diese Funktionen wären perfekt für gesellschaftliche Zusammenkünfte. Das dachte ich auch. Hast du nach einer Wohnung gesucht? Ja, ich denke darüber nach, näher an die Arbeit zu kommen. Das würde dir Zeit sparen. Lass es mich wissen, wenn du Hilfe brauchst. Lektion 28. Interessante Geschichten teilen. Ich teile gerne interessante Geschichten, aber manchmal habe ich Angst davor, beurteilt zu werden. Ich verstehe diese Angst. Das Teilen persönlicher Erfahrungen kann entmutigend sein. Ja, es ist schwierig, verwundbar zu sein. Es ist jedoch wichtig für die Verbindung. Unbedingt. Jeder hat eine einzigartige Geschichte zu erzählen. Ich denke oft über die Lektionen nach, die ich vermitteln könnte. Das Teilen dieser Lektionen kann anderen helfen, sich weniger allein zu fühlen. Ich schätze deine Sichtweise. Es ermutigt mich, mich mehr zu öffnen. Das solltest du. Deine Erfahrungen könnten jemanden inspirieren. Danke. Ich werde versuchen, in Zukunft offener zu sein. Lektion 29. Gitarrenreise.
Ich spiele jetzt seit 6 Monaten Gitarre. Das ist beeindruckend. Nimmst du Unterricht oder unterrichtest du dich selbst? Ich unterrichte mich hauptsächlich selbst, aber ich schaue mir oft Online-Tutorials an. Das klingt effektiv. Wie bleibst du motiviert? Ich setze mir kleine Ziele, zum Beispiel neue Songs zu lernen. Das ist eine großartige Strategie. An welchem Song arbeitest du gerade? Ich versuche Wonderwall zu meistern. Ein Klassiker. Es wird sich lohnen, wenn Sie es einmal geschafft haben. Ich hoffe es. Ich kann es kaum erwarten, es live aufzuführen. Lektion 30. Die Schönheit der Zinnoberseen. Vor Tausenden von Jahren lagerten die Ureinwohner an den Ufern der Vermillion Lakes. Das ist faszinierend. Was weißt du über ihren Lebensstil? Sie lebten harmonisch mit der Natur und nutzten die verfügbaren Ressourcen. Es muss eine einfachere Lebensweise gewesen sein. Ja, und sie müssen eine tiefe Verbindung zum Land gehabt haben. Ich würde gerne mehr über ihre Traditionen und Kultur erfahren. Dort gibt es viele interessante historische Stätten zu erkunden. Natur und Geschichte sorgen zusammen für ein bereicherndes Erlebnis. Wir sollten einen Besuch einplanen, um es wirklich zu schätzen. Lektion 31. Kontaktinformationen. Kann ich bitte Ihre Kontaktnummer haben? Natürlich. Mein Name ist John Smith und meine Nummer ist 555 bis 1234. Danke. Das wird es einfacher machen, in Kontakt zu bleiben. Unbedingt. Kommunikation ist für jede Zusammenarbeit unerlässlich. Haben Sie auch eine E-Mail-Adresse? Ja, es ist john.smith@email.com. Großartig. Ich werde mich bald mit den Einzelheiten bei Ihnen melden. Ich freue mich, von dir zu hören. Ebenso. Ich glaube, das wird eine produktive Partnerschaft sein. Lektion 32. Unterstützung anbieten. Ich weiß, dass Sie dich lieben, und das ist eine schwere Zeit für Sie. Ja, es ist auch eine schwere Zeit für mich. Aber diese Dinge regeln sich irgendwie von selbst. Das ist wahr. Ich schätze deine freundlichen Worte. Es hilft, in schwierigen Zeiten Unterstützung zu haben. Ich stimme vollkommen zu. Freunde machen alles einfacher. Ich bin für dich da, wann immer du reden musst. Danke. Das bedeutet mir sehr viel. Lassen Sie uns das gemeinsam durchgehen. Lektion 33. Kaffee und Gebäck. Unbedingt. Der Kaffee schmeckt hier fantastisch. Ich stimme zu. Sie servieren auch leckeres Gebäck. Hast du die Croissants probiert? Sie sind himmlisch. Noch nicht, aber ich habe vor. Was bieten Sie sonst noch an? Ihre Muffins sind auch bemerkenswert. Sie sind ziemlich flauschig. Klingt herrlich. Ich liebe gutes Gebäck zu meinem Kaffee. Lassen Sie uns bei unserem nächsten Besuch gemeinsam verwöhnen. Darauf freue ich mich. Es wird ein Genuss sein. Gute Restaurants zu finden, ist eine meiner Lieblingsbeschäftigungen. Lektion 34. Erlebnisse in Kunstausstellungen. Warst du schon einmal auf vielen Kunstausstellungen? Ja. Ich versuche zu gehen, wann immer ich kann. Das ist bewundernswert. Welche Art von Kunst magst du am meisten? Ich fühle mich zur zeitgenössischen Kunst hingezogen. Sie regt oft zum Nachdenken an. Das finde ich auch spannend. Was ist bisher deine Lieblingsausstellung? Der mit interaktiven Installationen war bemerkenswert. Das klingt fesselnd. Das würde ich gerne erleben.
Das nächste Mal solltest du auf jeden Fall zu mir kommen. Das werde ich. Das klingt nach einem unvergesslichen Erlebnis. Lektion 35. Reservierungen vornehmen. Hast du dich entschieden, wo wir für unsere Reise übernachten sollen? Ja, ich habe ein paar Optionen im Sinn. Hervorragend. Kann ich bei der Buchung helfen? Sicher. Ich würde mich über jede Hilfe freuen, die Sie anbieten können. Ich werde anfangen, die Optionen, die ich gefunden habe, zu überprüfen. Perfekt. Lassen Sie uns sicherstellen, dass wir einen angenehmen Aufenthalt haben. Ich stimme zu. Ein guter Ort zum Ausruhen ist für eine tolle Reise unerlässlich. Ich werde Ihnen die Optionen später am heutigen Tag zusenden. Klingt nach einem Plan. Ich freue mich darauf.